Ist mir egal, ob es regnet. Ich bin trotzdem verliebt heute. Ich bin verliebt. Da kannst du so viel regen, wie du willst. Den Tag lasse ich mir nicht versauen. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem Video. Jan, komm gleich rein. Was geht ab, meine Freunde? Alles gut? Ja, klar. Was treibt dich ins Allgäu? Ich bin auf dem Weg zum Red Bull Ring und dann habe ich mir gedacht, stoppst du mal beim Daniel kurz. Ja, vor allem mit was? Mit was du hier stoppst, Alter? Ja. Oh mein Gott. Ganz frisch. Ganz frisch? Ganz frisch. Wie lange hast du den schon? Im Prinzip seit gestern. Leute, der neue GT3 finde ich wirklich, stellt ja wirklich mal alles in den Schatten, was es so bisher gab, oder? Ich habe das Gefühl, das Ding ist ja pervers. Es ist ja nur noch krass. GT Silber hast du genommen. Ja. Ich finde, es fängt schon vorne an mit dieser Haube, ne? Die Haube ist ja schon unmenschlich, oder? Hattest du vorher einen GT3? Ja, 991.2. Hattest du? Ja, in Lichtgrün, so ein PTS-Farbe, so ein Giftgrün. Und ich bin auch ein totaler Grünfreund, aber Pythongrün, das geht mir nicht so gut rein. Und da Was? Gedacht, ach, da gibt es noch Pythongrün? Genau, ja. Und dann habe ich mir gedacht, da machst du auf Classy. So ein Cup-Auto wird ja genauso ausgeliefert, auch GT Silber und dann mit so einem dunkelgrauen Rad. Ja, das passt. Also ganz ehrlich, das passt richtig, das schaut richtig gut aus. Aber findest du auch, dass es so extrem ist, wie krass der Sprung ist von dem Vorgänger GT3 zu dem? Ja, 992? Also ich finde den Sprung 991, 992 brutal, weil du sitzt halt auch einfach da drin wie ein Gott. Ne? Du hast auf einmal Platz. Ja? Ja, das ist richtig geil. Also es ist schon echt was gegangen und jetzt auch durch die neue Vorderachse und Hinterachslenkung und so weiter. Das Ding fährt einfach. Ja, die haben ganz andere Querlenker irgendwie, diese Rennquerlenker an der Vorderachse. Ja. Und ne? Rad-Reifen-Kombination ist ja fast wie beim RS jetzt. Ne? Ja. Vorne 20, hinten 21, ein bisschen schmaleres Rad, aber nicht viel. Das tut schon ordentlich. Jetzt mal ehrlich, jetzt kommen wir mal zu dem Teil. Als ich es gesehen habe, ich bin durchgedreht. Ich dachte ja zuerst, es gab ja diese Erlkönig-Bilder. Ich war mir sicher, das ist übertrieben, das machen die niemals. Das ist Verarsche. Ja. So einen Heckflügel, so einen hängenden Heckflügel, habe ich ja. Gab es das schon bei Porsche im Straßenauto noch nie? Nee. Ne? Also ich kenne gar kein Straßenauto, Gab's generell wo es einen hängenden Flügel gab. Ey, weil selbst im Motorsport gibt es den ja erst seit ein paar Jahren. Ja. Ne? Hi, grüß dich. Oh, ey, das Ding ist abartig. Den kann man auch verstellen, oder? Ja, den kannst du auch verstellen. Ja. Relativ easy sogar hier. Ne? Da hast du dann so verschiedene Stufen. Kannst du den noch mal ein bisschen verstellen. Konntest du beim Vorgänger auch, aber da war halt alles versteckt. Der hatte ja diese dicken Füße hier oben, da war alles so versteckt. Und so finde ich es schon Porno, weil das auch so technisch aussieht. Ja, alles, komplett. Weißt du? Also jetzt. Nur, fühl mal. An was erinnert dich das? Ist doch wie deine Pfanne zu Hause, oder? Das ist doch Teflon-Beschichtung oder so, oder? Findest du nicht? Ich koche nicht. Mit Pfannen kenne ich mich nicht so aus, aber. Ja, sehr gut. Ey, also so fühlt sich eine Bratpfanne an. Okay, ja gut. Ja, wenn du mal bei Ikea bist, kannst du ja, mal perfekt. Wieder was gelernt fürs Leben. anfassen. Dankeschön. Wir hatten schon mal einen kurz hier stehen. Und ich habe wirklich gedacht, ich falle vom Glauben ab. Dieser Diffusor. Ich meine, der Vorgänger hatte ja quasi gar keinen Diffusor, war ja einfach abgeschlossen. Und jetzt hat man hier so einen pervers geilen Diffusor, dass ich mir einfach echt die Frage stelle, was kommt noch? Also was macht ein GT3 RS und was macht ein GT2 S da noch anders? Der wird uns komplett aus dem Leben feuern, glaube ich. Ich glaube, beim GT2 S werden die wahrscheinlich solche Dinger hier hinmachen, ne? Solche Schwerter, die so gleich am Boden schleifen. Wahrscheinlich. Es ist ja nur noch krank. Ich weiß nicht, was ihr da bei Porsche so alles macht, aber macht weiter so. Es ist Bitte. So geil, ohne Scheiß. Ich bin komplett, also ist für mich das schönste Auto aus diesem Jahr, das vor mir steht. Das ist ja nur noch, ich meine, natürlich abgesehen von unseren, aber nein, jetzt mal im Ernst, natürlich. Das ist ja nur noch pervers. Ich würde sagen, jetzt fahren wir ein bisschen hier weg, dass uns das Gewitter nicht catcht. Leute, wir hauen mal einen Porn rein, genießt das Auto. Ja, das ist das Zeichen für geht los, sonst trifft euch der Blitz. Deswegen viel Spaß.
kommt schon gut rüber, ne? Ey, allein die Tür aufmachen ist ja auch schon, also jede Ecke von diesem Fahrzeug überrascht mich komplett, ne? Auch die Tür. Ja, vor allen Dingen zieh dir bitte mal den Schaltknopf rein. Der sieht einfach aus, als wäre der handgerissen. Und auch mal ganz ehrlich gesprochen, die ganze Optik ist ja wirklich nochmal so ein richtiger Schritt nach vorne auch, ne? Ja, Also, vor allen Dingen auch hier mit dem Carbon jetzt endlich mal, weißt du? hast du da noch so eine Schutzfolie drauf? Ja. Ah ja, perfekt. Und was ja echt auch mega ist, ist hier die Mischung aus digital und analog, ne? Dass man diesen analogen Drehzahlmesser lässt in der Mitte und den Rest digital macht. Wir können ja mal, wo macht man den hier an, Alter? Links. Achso, ja. Die richtigen Autos immer links. Die meistens, ja, ich bin das immer so, jedes Mal, selbst in meinem Porsche ist dann immer so, kurz überlegen. Oh. Also das ist schon ganz großes Kino. So, wir fahren jetzt mal los. Tschüssi. Ja, mit Hochdrehen ist nicht mehr so viel, ne? Das war also mit Moji war es ein bisschen lauter, muss man sagen. Das ist krass, ne? Junge, wie direkt ist diese Vorderachse? Ja, das ist andere Welt. Was ist das? Kannst du Fahrwerk hart und weich machen. Okay. Jetzt hast du weich gemacht? Ja, fährt geiler. Ja? Also das ist jetzt auf Sport, ne? Vorher war es auf Track, das ist halt noch mal eine Stufe härter. Da haben sie jetzt nicht mehr dieses klassische Sport Plus mäßig so, sondern nur Genau, noch Sport die und 3. Track, ja. Aber Track ist jetzt im Prinzip Sport Plus. Okay. Junge, diese Vorderachse ist ja krank, oder? Ist geil, ne? Ey, wie wenig Lenkwinkel du hast und das Ding zirkelt da rum. Ja. Oh, holy shit. Was geht sonst bei dir? Du fährst jetzt hier Porsche Cup. Genau, ja. Wir hatten ja jetzt letztes Wochenende 24-Stunden-Rennen und jetzt Red Bull Ring Porsche Carrera Cup. Danach das Wochenende direkt in Monza Porsche Carrera Cup, Rahmenprogramm der DTM. Relativ voller Monat. Zwischendrin noch ein bisschen im Allgäu. Und zwischendurch chill ich noch ein bisschen im Allgäu, genau. Abchecken, was hier in den Bergen so geht. Ja. Ist auch soundtechnisch trotz OPF gut, ne? Immer noch richtig gut, ja, muss man echt sagen. Also es ist vielleicht minimal, es klingt schon ein bisschen anders. Ja, ja. Ne? Also es ist nicht ganz so kernig, würde ich sagen, aber es ist immer noch eine geile Klangfarbe, also und immer noch laut. Aber ich finde, der bremst auch gut, oder? Ja, aber ich glaube, er braucht schon ein bisschen Temperatur, oder? Ja, ja. Jetzt Keramikbremse, alles neu, ja, nur also, Autobahn. Also so noch nicht ganz so bissig auf jeden Fall. Ja, ich glaube, die werden noch besser. Normalerweise ist das ja immer so richtig in die Fresse. Ne? Ja. Kommt noch. Kommt noch, ja. Was kostet der jetzt so, wie er hier steht? 197 paar kaputte. Auch ein bisschen teurer dann geworden, ne? Ja, ja. Also ist schon viel Geld für so ein Auto, aber ist natürlich auch einfach der Endgegner. Ne? Ja. Also ich muss ja immer wieder sagen, wenn du sagst, okay, 2 Sitze reicht mir, es gibt nichts Vergleichbares. Es gibt nichts Geileres, als mit dem Helfer drin sitzen. Dieses Feeling ist einfach so. Und vor allen Dingen, du hast ja trotzdem relativ großen Kofferraum. Ne? Ich meine, ich fahre jetzt... Ach so? Ja, ich finde schon. Also, ich meine, ich fahre jetzt zum Rennen, da weiß der selber, wie viel Zeug man immer dabei hat. Ja. Bis auf Rucksack und ein bisschen Kleinkram ist alles vorne drin. Da passt so ein großer Koffer rein. Das ist geil. Ja, also, das muss man gleich mal noch zeigen. Ja, das ist echt top. Und du
kannst natürlich einfach 10 Runden Nordschleife fahren und dann fährst du auf geschmeidig mit deiner Maus nach Österreich. Ja. Und machst da ein bisschen Romantikurlaub. Ja. So machst du es immer, oder? Ja. Und von Sport auf Track ist das nochmal irgendwie, ja nicht, ist da Gas nochmal Ansprechverhalten oder? Ich meine, der ist ja nur nicht durch dieses Einfahrprogramm. Ich weiß nicht, ob sich da nochmal vielleicht was tut. Okay. Einfahrprogramm heißt wie viele Kilometer? 1500. 1500. Ja. Und hat man dann trotzdem volle Leistung? Oder hat er ein bisschen weniger? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Schwer zu sagen. Ne? Es ist echt schwer zu sagen, weil das Ding braucht ja Drehzahl, weißt Ja. du? Das ist ja ein klassischer Sauger, der braucht ja richtig in die Fresse. Du siehst ja, der kann ja 9000 drehen. Ja. Und wenn du überlegst, wir haben jetzt 5000 und der schreit dich ja schon an, Ja, wie komplett. eine wild gewordene Ehefrau. Ja, und das ist auch so krass, weil du bist bei 4 und ich bin Vollgas, passiert gar nichts. Ne? Ja. Also wenn der keine Drehzahl hat, Feierabend. Genau. Also gefühlt geht auch der Carrera S besser, weil untenrum durch Ja, den das kommt- Biturbo geht natürlich mehr einfach. Ne? Ja. So als Daily Driver und so ist natürlich so ein Carrera S oder so einfach geschmeidiger zu fahren. Das Gute ist ja an dieser Reise, wenn ich nach Hause komme, habe ich so viele Kilometer, dass ich direkt auf die Nordschleife kann. Oh, machst du dann auch? Ja klar. Hast du schon mal ein privates Straßenauto auf der Nordschleife zerlegt? Nee. Du? Besser ist es, ne? Ich bin mal mit dem RS6 rumgefahren und volles Kanonenrohr mit dem Eimer und dann war da ein Stau am Ende. Alle kommen zum Stehen Ja. und bremsen halt. Und auf einmal fängt es an richtig zu rauen, dann wird die Bremse komplett gebrannt. Alter, ich habe nur so am Hupen, so fahrt jetzt endlich, also fackelt mir die Karre ab, Alter. So. Ich hatte mal bei Taxifahrten in so einem GT3 RS, da hatte ich zweimal Code Brown. Ja? Ja, das war auch irgendwie wild. So mit so ein bisschen über die Wiese und so. Ach, ich glaube, ja. Ja, weil das ist ja auch schwierig, die Mischung, ne? Bei den Touristenfahrten. Weißt du, wenn nicht da einer, keine Ahnung, das erste Mal da so ein bisschen rumfährt. Ist schon gut, Junge, ne? der klebt auf der Straße. Ja, vor allen Dingen überleg mal, ist es nass. ist nass. Ne? So, ist jetzt ein Reifenfabrikat drauf, was wir beide jetzt nicht so supporten. Ne? So, trotzdem geht das Ding wie die Hölle ums Eck. Digga, das Das ist natürlich jetzt geil. Ne? Ja, ja, War ja. wieder klar. Wieder alles Wenn richtig wir geil. eine Tour machen, Ja. dann. Herzlich willkommen im Allgäu. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Kollege da oben vielleicht auch Autofan ist und der kommt gerade einfach. Oder der denkt sich, ja Arschlöcher, ihr habt noch nicht zu Ende eingefahren. Hier Genau. wird mal Das gar kann nicht, auch sein. Hier wird mal gar nicht geballert. Ja, hier. das kann auch sein. Das kann auch sein. Naja, so eine kleine Regen-Challenge Ja. ist auch okay. Was ist denn jetzt eigentlich mit deinem nächsten Auto? Das wird doch jetzt irgendwie ein Stier, oder? Das wird ein Stier, ja. Der, weiß ich, der soll September kommen. Ich muss ehrlich sagen, die sind da nicht so zuverlässig, was so Lieferdatum angeht. Okay. Das ändert sich ungefähr jede Woche 3-mal. Hier war es richtig geil, weil der ist einfach einen Monat früher gekommen. Das war richtig So geil. was gibt's auch. Ja, das war richtig geil. Also ich kenne jemanden, der einen GT3 bestellen hat. Liebe Grüße, du weißt ja gemeint ist. Der meinte so, ja, ich krieg einen der ersten. Aber die kommen erst Anfang nächsten Jahres. Mein Händler hat gesagt, ich krieg einen der ersten, aber erst Anfang nächsten Jahres. Ich glaube, wenn der das Video sieht, der ruft ganz schnell da an auf jeden Fall und beschwert sich. Weiß man schon, wann GT3 RS kommen soll? Offizielles nicht, aber ich gehe davon aus, dass Sorry, ganz kurz. Ja. Und, wie war es mit deinem GT3? Ja, 1000 Kilometer habe ich geschafft, da hat er ab den verlegt. Da leichtes Schön Aquaplaning bekommen. Standen wir hochkant im Wald. Ja. Nee, also ein offizielles gibt es glaube ich noch nicht, aber ich gehe davon aus, dass der auf dem nächsten Automobilsalon in Genf vorgestellt wird. Ja. Also genau in einem Jahr im Prinzip werden die ersten rollen, denke ich. Ja. Weil das Ding wird ja so geisteskrank. Boah, verdammt. Ich habe, weißt du, wo ich mir nur richtig Sorgen mache? Um den Preis. Ich glaube, das Ding wird richtig teuer. Ja. Müssen wir mal eine Anfrage stellen, ob die auch Nieren in Zahlung nehmen. Ich hätte da noch eine schöne mittelalte Niere. Wollen Sie die Ich nicht haben? bin mir nicht sicher, ob meine in so gutem Zustand ist, ehrlich gesagt. Ja. Ich glaube, deine Niere ist in Ordnung, nur deine Leber will ich nicht haben. Ja.
Traktion ist da, ne? Trotz nass. Zickt schon leicht raus, aber es ist so geil, wirklich. Die Straßen sind echt gut hier bei euch. Es wird uns ein bisschen trocken hier. Beifahrer sein ist ja einfach scheiße. Ist komplett beschissen, ich hasse es auch komplett. Ich sehe auch, wie du gerade mitbremst und dir denkst, leck mich doch im Arsch, lass mein Auto in Ruhe. Aber ey, also ohne Witz, dieses Auto, hier diese Landstraße fahren. Ja, das ist genau das Richtige dafür. Es gibt ja normalerweise mit den meisten Autos, wenn ich Videos mache, fahre ich ehrlich gesagt viel mehr Autobahn, mache Launch, weißt du, diese Dinger. Ja. Aber das musst du dem jetzt, gut, der ist nicht eingefahren, aber du musst es gar nicht machen. Für mich das Feeling oder das, was bei diesen Autos, bei Porsche einfach alles killt, Reichweite beachten, ne? Ist einfach das Gefühl, wenn du das Lenkrad in der Hand hältst und einfach in die Kurve einlenkst. Ja, das ist einfach geil. Diese Connection zur Straße, unbeschreiblich gut. Magst du nicht irgendwie, ich gebe dir so ein RS4 oder so? Nee. Nee. Hör auf mit dem Scheiß, du. Das bockt schon auch. Das bockt schon auch ein bisschen. Ist halt ein bisschen mehr oldschool. Aber den Schallknopf finde ich so geil. Ja. Weil auch wenn du den vergleichst mit dem normalen Schalthebel da aus dem 992, ist es halt schon echt weltengeiler. Ja. Weil das ist ja so ein Damenrasierer. Ach, das war dieser dünne, ne? Dieser Stick. Ja, so wie so ein Ding, wo du die Nasenhaare mit wegmachst. Ja, das ist schon Bombe, ey. Hat der fast mein Auto zerstört, weißt du? Hat er echt? Nee. Nein. Ich schwör's dir, dieses Heck ist wirklich unmenschlich. So, wie glaubst du ihm sowas? Ja, ich sag mal, wir hatten schon den einen oder anderen Close Call. Nein. Er hat sich am Riemen gerissen. Sehr vorbildlich. Sehr vorbildlich. Dann geht's ja. Ohne Scheiß, vielen, vielen Dank für diese geile Erfahrung. Ohne Witz. Sehr gerne. So sehr, sehr was gerne. von geil. Dann, Geil. Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bald. Haut rein. Ciao. I'm all the way